Es gibt Spiele, die nicht nur Generationen prägen, sondern auch durch ihr Gameplay Franchises begründen und Richtungen vorgeben, wie man es eben richtig zu machen hat. So zeigte zum Beispiel Half-Life Ende der 90er Jahre, dass man in einem Ego-Shooter durchaus auch eine interessante Story einbauen kann und schon viel früher ein Super Mario wie ein gutes Jump'n'Run auszusehen hat. Gleiches gelang einem gewissen Volker Wertig 1993 mit seinem Die Siedler, welches das Franchise der Siedler-like-Spiele begründete und von so vielen, vor allem im deutschen Sprachraum, bis heute abgöttisch geliebt wird. Leider führte Missmanagement und falsche Annahmen dazu, dass bei Publishern und Entwicklern der Eindruck entstand, dass solche Spiele heutzutage nicht mehr funktionieren können. Weswegen vor allem Ubisoft, die später die Rechte an der Originalmarke mit dem Kauf vom damaligen Publisher Blue Byte übernahmen, klar für die heutige Situation verantwortlich sind. Excel-Tabellen oder Diagramme vor Kreativität und Visionen. Leider Alltag in der Videospielebranche. Doch jetzt, nachdem man bei Ubisoft mit Die Siedler Neue Allianzen das gesamte Die Siedler-Franchise erfolgreich, ohne jeglichen Plan, an die Wand gefahren hat und nun hoffentlich endlich die Finger davon lässt, ist es Volker Wertig selbst, der es noch einmal allen zeigen möchte, was die Faszination dieser Spiele damals wie heute für uns Spieler ausmacht, warum Statistiken eben doch nicht der heilige Gral sind und warum Kreativität doch obsiegen könnte. Pioneers of Pagonia entsteht beim deutschen Indie-Entwickler Envision Entertainment im beschaulichen Ingelheim am Rhein und wird sogar vom deutschen Staat über die Games-Förderung mit ca. 1 Million Euro bezuschusst. Das Spiel spielt dabei in einer mittelalterlichen Fabelwelt, die von einer unbekannten Heimsuchung aus dem Gleichgewicht geworfen wurde. So werden plötzlich Wälder von düsteren Dornenranken befallen, Bergpässe durch Bergrutsche unpassierbar und Dörfer von Räubern überfallen. Somit wird auch schnell klar, was neben dem Erstellen einer wuseligen Siedlung eure Aufgabe ist, nämlich dieses Unheil zu bekämpfen und Pagonia wieder zu befrieden. Dabei orientiert sich der Titel deutlich erkennbar an den von Volker Wertig erschaffenen Die Siedler-Teilen 1 und 3, weswegen man auch diese Spielerschaft als Kernzielgruppe ausmachen kann. Ganz klassisch beginnt ihr eine Partie mit Holzfäller, Förster, Sägewerk und Steinbruch. Ganz klassisch tragen eure Träger die Baumaterialien zur Baustelle, die bereits von Planierern vorbereitet wurden, damit die Bauarbeiter mit dem Errichten der Gebäude beginnen können. Dabei wurde das alte bewährte System aber weitergedacht. So sammelt der Holzfäller zusätzlich Brennholz ein. Der Förster, der nun auch Wasser für die Setzlinge benötigt, kann unterschiedliche Baumarten pflanzen, die sich wiederum in Wachstumszeit und Ertrag unterscheiden. Im Sägewerk werden obendrein zukünftig 2 Holzarten in Bretter gesägt, die zum einen für den Bau von Gebäuden verwendet werden und zum anderen für zum Beispiel Werkzeuge und Waffen. Auch der Steinmetz wird nicht mehr nur simpel Steine hacken, sondern auch für die Herstellung von Grenzsteinen zuständig sein. Und hey, damit kratzen wir tatsächlich erst an der Oberfläche dieses Spieles. Eben der klare Gegenentwurf zum runtergestrichenen oder neudeutsch gestreamlinten Siedlerkonzept, in dem man bloß niemand überfordern möchte und damit möglichst auch Kinder abholen kann, damit die Verkaufszahlen stimmen. Pioneers of Pagonia wird allerdings keine klassische Kampagne bieten, sondern von prozedural generierten Karten leben, die euch jedes Mal vor neue, ganz eigene Herausforderungen stellen sollen, um die Langzeitmotivation hochzuhalten. Schönbauer stellen die Gegner einfach vorab aus, Multiplayer-Spieler erhalten immerhin einen Koop-Modus, in dem man dann an einer Siedlung zusammentüfteln kann. Und apropos Multiplayer-Spieler. Auf einen PvP-Modus wurde bewusst verzichtet, ebenso auf ein aktives RTS-artiges Einheitensystem, wie zum Beispiel aus Die Siedler 3 und 4, was natürlich den einen oder anderen enttäuschen könnte, der dann aber, ehrlich gesagt, für solche Dinge in anderen Spielen wohl ohnehin besser aufgehoben sein sollte. Im Fokus steht nämlich das Siedeln, der Wuselfaktor durch tausende herumlaufende Pagonier,
Der Aquarium-Effekt, der euch zum Zuschauen und Eintauchen in die Spielwelt einladen soll, und eben das bekannte What you see is what you get Element, welches bedeutet, alle Waren und Güter ohne Statistikmenüs visuell in eurer Siedlung zu sehen und verfolgen zu können. Eben die Dinge, die ein Siedler-like-Spiel definieren, und eben diese Dinge, die wir laut Statistiken nicht haben wollen, Dinge, die angeblich keine Verkaufszahlen generieren, und eben diese Dinge, die uns Spieler angeblich zu einer überschaubaren Randgruppe machen. Allein deshalb kann ich dem Team von Envision nur aufs tiefsten Herzen wünschen, hier Erfolg zu haben und vielleicht die nachkommende Generation neu zu prägen, dass dieser Ansatz sehr wohl seinen Platz im City-Builder-Genre hat. Eben ein Siedler-like-Spiel. Gott, freue ich mich drauf.